Hi, ich bin Gries, meine rechte Hand und ich. Wir sketchen heute eine Wuteule. Das ist Ranz die Eul. Viel Spaß damit. Ich fühle mich manchmal wie der Weihnachtsmann, weil manchmal haben Leute Wünsche und die erfülle ich dann natürlich auch. Neulich wollte jemand wissen, wie ich an Tiere rangehe. So. Mache ich nicht allzu oft und auch, also eigentlich auch immer total unterschiedlich. Das sind Nashörner und ich glaube, hier sind noch Affen. Oh, und so weiter. Schön, dass wir die sehen, weil ich im Idealfall folgendermaßen da rangehe. Ich studiere so ein Tier. Ja, ich gucke, wie das aussieht. Im besten Fall natürlich, aber auch im schwierigsten, gehe ich in den Zoo und gucke mir das 3D an und hoffe, dass sich das nicht so doll bewegt. Das ist der Idealfall. Im schlimmeren Fall, aber völlig in Ordnung, macht man es anders. Und zwar nimmt man sich da eine Vorlage. Da ist eine Eule und die versuche ich heute mal zu zeichnen. Und weil ich die eben noch nicht so studieren konnte und keine Eule hier habe, zeichne die so ein bisschen ab. Erstmal mit Bleistift, ganz grob und seicht. Dann nehme ich einen schwarzen Fineliner oder Tinte und dann koloriere ich das Ding. Das haben wir vor. Ich gucke jetzt das Ding mir an und mache, wie gesagt, eine grobe, leichte Vorzeichnung. Soll ja schon noch locker bleiben, aber ich will jetzt, weil ich mich mit Eulen nicht so gut auskenne, auch keinen großen Fehler machen. Der sitzt hier irgendwie im Grün drin. Dann hat der hier so eine Weigel-esque Augenbrauen. Und ganz wichtig, bei Lebewesen ist hier, dass das Ding erstmal Augen irgendwo hat. So, das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Dann ist hier der Schnabel und dann ist hier so eine Art Bart. Die sind hier bei meiner Vorlage orange. Die Netzhaut ist orange, da machen wir das auch. Böse, schräg erschrocken gucken. Hier kommen so Haare raus noch. Jetzt versuche ich, das mit einem lockeren Strich zu zeichnen, so dass, ja, dass es locker bleibt. Aber ich habe halt jetzt mir schon mal ungefähr gekennzeichnet, wo hier was stattfinden soll. Schön haarig hier halten und nicht zu glatte Linien nehmen. Das ist Fell. Das habe ich vorhin vergessen zu zeichnen. Das ist natürlich auch schon sehr charakteristisch hier offensichtlich und macht so einen geilen Blick. Jetzt kommen die Augen. Wie gesagt, das hier alles locker halten, nicht zu viel Strukturen und überall vor allen Dingen nur andeuten, das reicht schon. Und auf Rhythmus verzichten. Wahnsinnig wichtig. Ich weiß, dass das hier wirklich tiefschwarz wird und das soll auch so tiefschwarz werden. Deswegen ist das wahrscheinlich das Einzige, was ich tatsächlich auch hier so schwärze. Und dann kann ich nämlich auch gleich schon mal gucken, ob der Blick funktioniert, und der funktioniert. Jetzt kriegt der hier seinen Schnabel und dann kommen hier so eine Strukturen, so eine Richtung von dem. Ich mache hier mal noch so einen Rand drum, auch wenn der bei der Vorlage nicht so ist, aber es ist so ein bisschen comic-mäßig, haben wir hier noch so einen Rand drumherum und von da aus wachsen die Haare da los. Hier hin. So, Eul. Alles ein bisschen zerstören, beziehungsweise noch ein paar Akzente setzen, ein paar Linien, die zu starr sind, auflösen, dem Ganzen so ein bisschen Bewegung geben. Ach so, die Eul hat natürlich auch immer, darf man nicht vergessen, einen über sich schwebenden Hut. Okay, Zeichnung reicht. Vielleicht hier unten ist die Eule sicher auch dunkler, weil alles dunkler ist. Auch eine Eule. Wir machen das jetzt mal getreu den Gesetzen fürs Kolorieren, beziehungsweise hier gibt es noch eine andere Art. Gott sei Dank ist das Wasser ein bisschen dreckig, sodass man auch gut sehen kann, wo ich hier Wasser hinmache gerade. Ich mache eigentlich nur Wasser hin. Zwar male ich die ganze Eule aus. Nur auf dem kleinen Schnabel lasse ich Licht später. Das ist das Einzige, was hell ist. So, wir haben gesagt, dass die Eule orange Augen hat. Das ist also das Wichtigste und Hellste hier. Haben wir orange? Yes, we have. Ist schon hier. So schnell geht es. Auf einmal ist alles orange hier. So viel orange. Mist. Spaß. So. Der Hut kriegt auch gleich seine Farbe ab. Das ist so ein hellbraun. Vielleicht noch gleich mit ein bisschen Schatten hier auf der Seite. Ein bisschen dunkler einfach die gleiche Farbe. Also dunkelbraun. Da. So, solange das noch nass ist, nehme ich mir jetzt mal eine schöne Farbe. Und zwar, was nehmen wir denn? Smaragdgrün. Babum.
Da ist er wieder. Hast gesehen? Einfach mal das Ganze hier ein bisschen auflösen. Es war nicht so ganz so schlau, ein Grün zu nehmen, weil unten, der sollte ja im Grün stehen. Aber es war ja noch nicht die letzte Farbe, die ich benutzen wollte. Und Gott sei Dank ist hier unten noch eine schöne fette Schicht von Farbe liegen geblieben. Und mit der kann ich jetzt über die getrockneten Dinger rübergehen und nochmal so ein kleines bisschen Federstruktur hier geben. Aber eigentlich reicht es hier schon. Ich werde jetzt noch versuchen, weil eigentlich finde ich die schon ganz gut, einen Hintergrund zu geben. Also wie man ja gesehen hat, war das relativ viel Farbe und wahrscheinlich auch zu viel. Ich bin mit den Aquadrops natürlich auch noch kein Profi, die sind super neu für mich auch. Ich habe vorher auch gar nicht mit so flüssigen Aquarellfarben gearbeitet. Glück war das natürlich irgendwie wieder auch ein bisschen, weil jetzt hier immer noch diese nasse Farbe drin ist und ich die über die schon trockenen Stellen rüberziehen kann und so ganz geile Strukturen hier noch machen kann. Also eine zweite Ebene quasi noch in der ersten drin. Immer ein Trick, relativ bekannt schon, Rechtecke. Rechtecke bringen eine Räumlichkeit. Extrem wäre das jetzt, wenn ich es schaffen würde, dass das Rechteck hier sogar hinter dem Vogel ist. Das werde ich nicht mehr schaffen. Deswegen werde ich es wenigstens hier als über den Horizont packen. Hier und hier. Und jetzt gehe ich hier hoch in den Hut rein. Und hier gehe ich rüber und ziehe das Ganze hier hin. Und jetzt habe ich hier schon alleine durch das schon Räumlichkeit. Ich werde das aber noch betonen. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich möchte nicht unbedingt jetzt auf Himmelfarbe zurück, sondern ich will dieses Orange wiederholen. Dadurch traue ich mich hier nur ganz leicht dran, damit ich nicht so viel verwische. Und das hier ist jetzt schon mal nass, das ist gut. Kriegen wir auch gleich hier noch hin. Hier nicht so nah ran, da kann man ruhig rüber, das wird sich sowieso vermischen. Keine weiße Ankskante lassen, dann lieber die Farben miteinander verbinden. So, und jetzt haue ich hier noch ein bisschen Farbe rein. Und ich glaube, ich werde mir noch mal einen kleinen Pinsel hier nehmen. Das Orange von den Augen werde ich noch mal verstärken. Bei Tieren würde ich sagen, und das ist hier eigentlich einigermaßen gelungen jetzt, ist mir immer wichtig, dass, wenn es wirklich ein Tier sein soll, dass einigermaßen die Proportionen stimmen und man dem nicht so lange Beine macht. Und deswegen ist es ganz gut, die Tiere zu studieren oder sich ein Foto vorzunehmen, wenn es so aussehen soll. Ansonsten, wie bei eigentlich fast allen anorganischen Sachen, würde ich auf Rhythmus verzichten. Und hier die Federn immer alle gleich lang, gleich doll, gleicher Abstand rauszuziehen, weil das hier alles gewachsen ist. Das ist gewachsen, da passieren mal Feder, dann ist da Wind, dann geht die in eine ganz andere Richtung, als man sich das denkt. Dass man das mal zulässt, um die ganzen Viecher so ein bisschen lebendiger wirken zu lassen. Und dann, wie immer, auch bei Lebewesen A und O, natürlich die Augen. Da habe ich einen Schwarz-Weiß-Kontrast, größtmöglich, und daneben ist gleich hier noch besser so ein Gelb, Orange, Schwarz, Kontrast, auch mega krass. Deswegen leuchtet die schön. Hier habe ich ein bisschen Glück gehabt durch das Rauslöschen, dass hier so eine schöne 3D-Geschichte entstanden ist und der so einen schönen stolzen Brustkorb hat, der hier so ein bisschen erhellt ist. Deswegen würde ich sagen, Ranz die Eule salutiert nochmal für euch und sagt Ciao.